Hallo Welt! Willkommen zu einem weiteren Making-of-Video hier von mir auf YouTube. Ich zeige euch heute, wie ich den Arthur Morgan Hut von Red Dead Redemption 2 gebaut habe. Viele Leute haben mich gefragt, woher ich den habe oder wie ich ihn gemacht habe. Und die Antwort, wie ich ihn gemacht habe, ist viel zu lang, deswegen ein Video. So, mir war besonders wichtig, dass der Hut haargenauso aussieht wie im Spiel. Ganz genauso. Ist nicht so einfach, weil Arthurs Hut ist zum Beispiel leicht asymmetrisch, diese Seite ist höher als die. Und alle Hüte bei Red Dead Redemption, von allen Personen, sind ein bisschen zu groß. Also dieser Teil hier ist größer, als es bei einem Real-Life-Hut wäre. Hat bei der Herstellung natürlich für einige Probleme gesorgt, weil man muss die Balance finden zwischen wie es im Spiel aussieht und wie es in Real Life auch noch funktioniert. Deswegen ist das auch schon der dritte Hut, den ich gemacht habe. Natürlich nicht komplett fertig, aber fast komplett fertig. Der erste war zu klein, der zweite war zu groß. Und wir haben noch ein bisschen an der Form geschraubt und der dritte war dann letztendlich so, wie er sein sollte. Ist immer noch ein bisschen größer, als man ihn in Real Life tragen würde, aber nicht so groß wie im Spiel. Und die Balance funktioniert dann irgendwie und es sieht genauso aus, wie es aussehen soll, wenn ich dann letztendlich alles anhabe. Wenn ich ihn jetzt anziehe, würde ich sagen, sieht es immer noch ein bisschen zu groß aus. Wenn aber die Perücke und alles dazu kommt, dann sieht es so aus, wie es aussehen soll. Ich hätte natürlich einen kaufen können oder versuchen können, einen zu kaufen. Diese Form findet man aber so nicht. Man findet vielleicht eine Form, die so ähnlich aussieht und könnte versuchen, es zu modifizieren. Aber Western zu modifizieren ist, glaube ich, ziemlich anstrengend. Zudem das Problem, ich benutze keine tierischen Produkte und Arthurs Hut ist aus Leder. Die Alternative bei Westernhüten wäre noch Biberfell, auch ein tierisches Produkt. Fällt also auch raus, hätte also von vornherein sowieso gar keine Chance gehabt, einen Hut zu kaufen. Deswegen habe ich ihn gemacht. Ja, das zeige ich euch jetzt. Los geht es natürlich mit der Erstellung der 3D-Daten für den Master. Und das sieht so aus. So, versuchen wir es mal mit einer klassischen Live-Moderation. Das bedeutet, ich muss sehr schnell reden, sonst kriege ich es gar nicht hin, weil ich so schnell geschnitten habe. Der Tom ist unser 3D-Artist. Er ist hauptberuflich 3D-Artist bei einer Firma, die alles möglich macht. Ich habe keine Ahnung, was sie alles machen, aber jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt davon. Der Tom macht das schon seit vielen Jahren und hat schon so viel für uns gemacht. Und er hat auch den Dreh raus, wie das für den Druck dann am besten wird. Aber wir kommunizieren da immer sehr viel, müssen immer hin und her schreiben. Der zeigt mir den Progress und dann kommen wieder Änderungen rein. Aber letztendlich ist er der richtige Mann, um die Sachen zu drucken. Dann werden sie auch schon gedruckt und es geht genauso schnell, wie ihr es gerade gesehen habt. Eigentlich dauert es immer ewig, also gar nicht so schnell, wie man denkt. Dann klebe ich die Teile schon alle zusammen, weil es passt nicht so viel in den Drucker. Es passt nicht der ganze Hut in den Drucker, deswegen müssen wir es immer stückeln. So große Drucker gibt es leider noch nicht. Kleiner Trick von mir, ich benutze neben dem Stabilit Superkleber, um die Teile zusammenzukleben, immer Heißkleber, um die Sachen temporär zusammenzukleben. Ansonsten müsste ich sie ja 15 Minuten halten, bis ich sie loslassen kann. Mit dem Heißkleber mache ich die Punkte da drauf und kann es einfach sofort loslassen im Prinzip. Ja, aber ich muss alle Teile zusammenkleben. Der Prozess dauert dann, bis dann fertig war, schon fast 2 Stunden. Aber dann ist der Master auch im Prinzip schon fertig. Bis auf das Spachteln, was jetzt danach kommt. Jede Menge Heißkleber natürlich drauf hier, wenn ich das Ding auseinanderfällt, weil die Klebestellen waren ja doch sehr klein. Master fertig, dann habe ich hier noch mein Lieblings-Proxxon-Gerät, den Mini-Bandschleifer, den Kleber abgeschliffen und dann kommt noch Spachtelmasse drauf, um alle Spalten zu füllen, denn da sind nämlich überall Spalten, das ist die Hauptarbeit, wenn man mit 3D-Druckern arbeitet, Spalten füllen. Und dann mit meinem Lieblings-Proxxon-Gerät, dem Mini-Bandschleifer, habe ich dann noch die Spachtelmasse durch abgeschliffen. Sprayfiller drauf. Ich habe es nur einmal gefilmt, aber der Vorgang ungefähr 10 Mal. Sprühen, schmürgeln, sprühen, schmürgeln, sprühen, schmürgeln. Dann ist er auch schon fertig für den Silikonabdruck. Und ich benutze immer ein Zahnarztsilikon aus dem einfachen Grund, das ist günstiger, wenn man verdammt viel davon kauft. 20 € ungefähr der Liter, dafür muss man auch 50 Liter kaufen. Aber dann, es geht. Für den Hut habe ich ungefähr, ich denke mal 1,5 Liter verballert. Ist jetzt nicht so schlimm. Auch ein Trick von mir, ich benutze ganz oft Glasfaser in meinen Silikonabdrücken, weil das sorgt für mehr Stabilität mit weniger Material. Das bedeutet, ich bin eigentlich schneller fertig und ich verbrauche nicht so viel Silikon. Verschiedenfarbiges Silikon benutze ich wirklich nur zum Spaß, damit ich erkennen kann, wie dick die Schichten sind. Das hat nicht wirklich einen Sinn. Ich finde es nur manchmal schöner, eine gewisse Farbe. Endformen, ein Pain in the Ass. Hier sieht es leicht aus, aber das hat bis zu dem Punkt ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil die Adhäsionskräfte riesig hoch sind. Den Hut habe ich aus TAS 13 gegossen.
TAS 13 ist ein Polyurethanharz, was später, wenn es fertig ist, flexibel ist. Ich will ja kein Stück Plastik auf dem Kopf haben, was einfach nur hart ist, sondern es soll flexibel wie ein Lederhut sein. Und da ist TAS 13 ein sehr gutes Harz. Und bei Körpertemperatur zum Beispiel wird es auch noch flexibler. Ist also eigentlich recht angenehm zu tragen. So, schon fertig gegossen, hat auch eine Minute gedauert. Es ist ganz easy, den Hut zu bauen. Endformen in dem Fall viel, viel einfacher, weil das Material flexibel ist und du einfach ziehen kannst. Du kannst nichts kaputt machen. Zieh es einfach dran und kommt irgendwann raus. Und dann mit meinem Lieblings-Proxon-Gerät habe ich natürlich die Gusskanten abgeschnürgelt. Aber ich habe auch meinen, ja, wie nennt man das? Feinbohrer, den man als Dremel normal bezeichnet. Aber Dremel ist nur eine Marke, Proxon ist die viel bessere Marke. Kauft euch den Proxon, ich sag's immer wieder. Dann kommt auch schon die Feinarbeit, die Detailarbeit. Hier mit einer kleinen Messingbürste auf dem Feinbohrer habe ich die Katschen reingemacht. Der Hut hat unglaublich viele Katschen und Macken. Man sieht es im Spiel gar nicht, aber wenn man sich halt fasst, fällt es einem sehr schnell auf. Einfache schwarze Sprühfarbe drauf gemacht und im Heißluftföhn drüber geföhnt. Dann brubbelt die Farbe auf und erzeugt eine gewisse Struktur. Denn der Hut ist ja nicht aalglatt, wie meiner es war, wie der Master es war, sondern es ist eine Struktur drauf. Und es geht auch wirklich relativ schnell. Es dauert ungefähr 20 Minuten, damit sich auch der ganze Hut eine gewisse Leder-Brubbelstruktur. Und ja, dann werden auch schon die Katschen angemalt. Einfach zwei Farben. Das eine war so ein bisschen ocker, das andere ein bisschen heller, weil in Real Life wäre der Hut ja schwarz gegerbt, aber alle Macken, die im Hut sind, bringen schon die Originalfarbe des Leders zum Vorschein, das in dem Fall natürlich so etwas bräunlich ist. Deswegen müssen die Macken natürlich heller gemacht werden. Das ist ein Make-up-Pulver von Ben Nye, aber es ist eigentlich, um wirklich Staub oder Schmutz zu simulieren. Es hält eigentlich nicht, deswegen Klarlack drüber und ein bisschen festklopfen und dann bleibt es auch da, wo es ist. Dann sieht der Hut nicht mehr so schön glänzend, neu schwarz aus, sondern staubig. Das ist verdünnte Acrylfarbe in demselben Ton wie die Katschen, um die Kanten vom Hut auch abgenutzt aussehen zu lassen, dass halt die Gerbung da ablöst. Das Hutband musste ich selber knüpfen. Bei YouTube gibt es auch Tutorials dazu, hat Maya natürlich gefunden, das Tutorial. Und Maya hat auch alle Paint-Job-Ideen, hat sie gehabt. Das ist alles auf Mayas Mist gewachsen. Ich bin nicht der Paint-Killer, das ist Maya. Natürlich auch ein bisschen Trockenbürsten, um auch das Hutband abgenutzt aussehen zu lassen. Und das ist ein sehr einfacher Schritt. Dann noch der Knoten, wie im Spiel, versuchen da drum zu basteln. Ich glaube, so sieht er dann aus im Spiel. Also ich würde sagen, der ist so, wie er sein soll. Und dann ist der ganze Hut auch schon fertig. Ich habe das Hutband noch angeklebt, das sieht man jetzt hier im Video nicht, damit es auch immer genau an der Stelle bleibt, wo es bleiben soll. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Alle Schritte waren drauf und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es hat sehr, sehr lang gedauert. Hier sieht es sehr schnell aus, aber es war ein Prozess vor allen Dingen, weil ich den Hut dreimal neu machen musste. Aber er ist genauso, wie ich ihn haben wollte. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich liebe das Arthur Morgan Kostüm. Und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall den großen Red Dead Redemption Trip in die Vereinigten Staaten von Amerika machen. Hauptsächlich Louisiana, natürlich Colorado, Arkansas. Die Gegend so, wo das Spiel auch spielt. Die Gegenden, die so aussehen, wo das Spiel spielt. Weil wo das Spiel spielt, die Gegend gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber wisst ihr selber, es spielt natürlich auch sehr, sehr viel im Süden. Und da ist natürlich Louisiana und so perfekt. Und Colorado für die großen Wiesen mit den grauen Steinen, die da rausragen. Da fahren wir noch hin. Da müssen wir noch ein paar mehr Sachen für machen. Aber zum Glück keinen neuen Hut. Aber ein paar verschiedene Outfits. Zum Beispiel den blauen Mantel. Ich habe bisher nur das blaue Hemd und die Jacke, die uns Rockstar Games geschenkt hat. Die müssen wir nur noch ein bisschen modifizieren, weil die ist noch sehr fresh und neu. Aber dann geht es auch schon los. Und vielleicht mache ich doch noch einen Hut mit Kunstschnee drauf, der immer da drauf bleibt, dass ich auch auf Conventions mal das Schnee-Outfit tragen kann. Quasi mit dem blauen Mantel und dem Hut und überall Schnee drauf. Nur dann müsste ich das da draufkleben. Dann kann ich einfach einen neuen Hut machen. Ich habe jetzt den Master. Das ist immer der Vorteil bei Silikonmastern, dass man es einfach wieder machen kann, sobald man den Master einmal hat. Noch einfacher wäre es jetzt natürlich von dem gegossenen Hut noch mal eine Form zu machen, weil es sind doch alle Macken direkt drin. Aber ich hoffe, das mache ich nicht mit zu viel Arbeit. So, ich hoffe, das Video hat euch gezeigt, wie ich den Hut gemacht habe. War ganz schön aufwendig, aber jetzt habe ich ihn. Ja? Und als eins meiner liebsten, nee, nicht eins meiner liebsten, ist mein Lieblingsspiel, ne, bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden damit und freue mich immer wieder, wenn ich Arthur sein kann mit dem perfekten Arthur-Hut. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise ihr seht mich wahrscheinlich viel früher. Ne? Bei Instagram oder so. Bis später.